Fangt endlich an zu laden. Wo bleibt das Essen? Wir haben noch Zeit. Wir haben keine Zeit mehr. Aber erst die Abwaage. Gebt mir mehr Kauf. Oh Gott, er ist Ich wach. muss jetzt essen. Was macht ihr da? Lade ihn endlich auf. Alter, seid deppert? Morgen. The harder the sweat, the harder the suffering, the better the victory. Okay. Ich muss auf jeden Fall Gewicht machen. Guten Morgen. Es ist 7 Uhr. Schieß mich tot. Es ist Tag der Abwaage. Und wir sind zu schwer. Ich habe zwar schon mit Stefan geschrieben, da der auch schon die ganze Zeit am Phone war, aber wir rufen Stefan kurz an und besprechen den Schlachtplan für heute. Heute ist erstmal also das Lachen vergeht mir vielleicht, aber ich nenne mich heute selber Conor McGregor. Denn wir machen es richtig UFC-Style. Stefan, die Leute wollen wissen, was macht ein Top-Coach, wenn das Gewicht nicht passt? In dem Fall. Also grundsätzlich ist es so, damit sich die Leute das vorstellen können. Es gibt ja ein Baseweight, das der Urs hat, und das liegt ungefähr bei 102 Kilo. Das ist allerdings ein Gewicht, mit dem sich der Körper nicht wohlfühlt, weil er relativ wenig Wasser mit dem Kilo hat. Jetzt nicht, weil man entwässert hat, sondern weil der Körper einfach langfristig auf dieses Gewicht für die Show, für die Olympia hingezimmert wurde. Jetzt ist eine Woche nach der Olympia natürlich so, dass selbst wenn der Urs hat überhaupt keinen Junk gegessen, der Urs hat keinen Scheiß gegessen, er hat eigentlich gar nichts Böses gemacht, nichts entwässert, sonst irgendwas, aber es gibt ein Hormon, das nennt sich Aldosteron, das steigt aufgrund einer Gegenkompensation, aufgrund dieses Wasserverlustes, das Wasser wieder an. Das kann man nur sehr schwer unterbinden, und braucht Zeit, bis wieder zurück ist. Jetzt ist es so, das Gewicht ist von 108 wieder auf 104 heute gesunken, aber dieses klitzekleine Kilochen muss noch weg. Jetzt gibt es verschiedene verrückte Maßnahmen, die man machen kann. Der chemische Natur macht man nicht. Blöd, schadet dem Körper und greift da nicht ins richtige System ein. Das heißt, wir versuchen das einfach oldschool-mäßig für die Leute, die ein Gewichtslimit haben, mit Schwitzen zu verlieren. 1 Kilo schwitzt man eigentlich sofort. Das heißt, der Urs geht heute noch einmal trainieren, was wir normalerweise nie machen. Wichtig ist, den Muskel nicht ausbelasten, sprich kein Laktat produzieren, weil sonst würde er wieder Wasser sammeln. Aber den Puls hochhalten, den Kreislauf hochhalten und den Körper zum Schwitzen bringen. Deswegen ist der Bursche ja eingepackt. Keine Ahnung, wie das Wetter in Texas ist, aber ich glaube, es wird warm sein. Ihm wird aber sicher noch wärmer werden beim Pumpen. Wenn es dann noch nicht reicht, kommt ein Saunagang dazu und der Kilo soll weg sein. Ja. Das ist der Schlachtplan für heute, habt ihr gehört? Und der wird umgesetzt. Natürlich wird da dazu nichts getrunken, nichts gegessen, weil sonst würde das Ganze ja keinen Sinn machen. Ich darf jetzt einen Espresso trinken. Den werde ich mir genüsslich in die Binde kippen und dann halte ich Stefan immer up to date. So ist es. So und machen wir in das. der Nacht, beziehungsweise am Abend, füllen wir dann die Hütte auf, braucht man in diesem Moment dann auch viel weniger, weil der Körper natürlich viel schneller saugt und absolut alles sofort in die Muskulatur reinpresst, weil die Muskulatur ja natürlich auf das angewiesen ist. Sowohl auf die Flüssigkeit, die wir dann wieder zuführen, auf das Natrium, das wir dann wieder zuführen und auf die Kohlenhydrate, die wir dann wieder zuführen. Super. Gut, so machen wir es dann. Genieß den Tag, So ich halte dich wir's. up to date. So ist es. Halt den Kopf klar, du schaffst es. Jawohl, wir kämpfen. Outlaw Shreds, Junge, bis dann. Ciao. Habt ihr es gehört? Der Schlachtplan steht. Ich muss sagen, ich bin sehr positiv eingestellt. Viele würden sich jetzt denken, fuck, fuck, fuck. Ich dachte es mir heute Morgen ganz kurz, muss ich ehrlich gestehen. Dachte mir aber dann wiederum, hey, ich habe mich selber dazu entschieden, den Wettkampf hier zu machen. Gerade aus solchen Gründen. Weil man immens viel lernt. Wisst ihr, wenn man sich runterdiätet für ein Olympia, dann ist es immer so das ähnliche Prozedere, aber
dann Back-to-Back-Shows zu handeln, also Wochenende für Wochenende, ist nochmal was ganz, ganz Spannendes, Interessantes und würde ich sagen, wir starten entspannt in den Tag mit dem Espresso. Ich gehe eine Runde spazieren und dann gehen wir ich will das jetzt auch nicht zu früh machen, also wahrscheinlich so gegen 11:30, 12 ins Gym. Und das ist, glaube ich, eine gute Zeit. Später wäre mir zu nah an der Abfrage. Dementsprechend. Wann ist die Abfrage? Wird zwischen 4 und 5 sein. Also ja, das passt dann ganz gut, kommt gut hin. Alice, komm mal her, mein Schatz. Mach meine Haare. Alice ist noch nicht ready für die Cam. Jede Aktion ist auch eine Reaktion. Habt ihr jetzt gesehen? Normal habe ich gar kein Problem mit dem Gewichtslimit. Und jetzt nach dem Olympia, dieser Rebound, von dem man spricht, der kommt halt. Und bei mir war der immer schon recht krass. Ich erinnere mich an Kuwait damals, musste ich dasselbe machen. Aber hey, und Wille ist dessen Weg. Aber geil, euch jetzt auch mal mitzunehmen, weil normal ist es ja, stell dir vor, ich hätte nur die Olympia gemacht, dann hättet ihr das zwar so mitbekommen, ja, hier runterdiäten, bis man das Gewicht hat, Gewicht passt, aufladen, drauf auf die Bühne, fertig. Jetzt habt ihr mal so hautnah den anderen Part auch dabei. Ich habe schon hier geguckt, wir gehen heute nicht in das Factory Gym, sondern wir gehen ins Gold's Gym. Denn Polacco wäre nicht Polacco, hätte er sich online schon den Waiver ausgefüllt und damit einen Gratispass gesichert. Das machst du dann auch gleich. Und B, da ist eine Sauna drin. Sprich, man kann direkt pumpen und danach direkt in die Sauna. Und dann soll es passen. So, mit Vollklamotte. Ja, 104,2. Also doch wieder ein bisschen schwerer mit Klamotten. Aber die kann ich auch ausziehen dann. Das ist, denke ich mal, nicht sehr problematisch. Aber ich gucke schon, dass ich nicht auf 103 jetzt das Wasser rausmache, sondern schon 102,7, 102,6 oder so. Und dann, ich meine jetzt, wenn ich nichts mehr trinke, außer jetzt den Espresso, kommt ja auch nichts mehr nach. Das heißt, wenn du nichts reinmachst in den Körper, wirst du ja nicht schwerer. Und dementsprechend glaube ich, dass wir da gut hinkommen werden. Gut. Erste und die letzte Flüssigkeit für heute. Geruch von frischem Kaffee am Morgen, das ist schon was Herrliches. Gut, den genieße ich in aller Ruhe. Und dann gehe ich raus. Ich hatte vorher extrem so einen Brand oder halt Durst am Morgen. Hunger hatte ich eigentlich keinen, habe ich bis jetzt auch nicht. Das ist aber, glaube ich, einfach dieses Tunnel Vision Mindset hatte ich gestern auch nicht und ich habe keine Carbs gegessen. Und Durst habe ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Also ist ganz komisch, ich habe so einen trockenen Mund, klar. Ich habe jetzt schon bestimmt 10 Stunden, oder? Um 9 bin ich schlafen gegangen. Jetzt ist 11, 12. Ja, sowas habe ich nichts getrunken, deswegen ist eigentlich verrückt. Wo ich sich's bemerkbar macht, ist mein Kreislauf. Da müssen wir auch aufpassen, dass es mich da nicht umklatscht. Aber ich war jetzt vorher nochmal pinkeln. Gewicht ist bei 103,1. Also theoretisch könnte ich bis heute Abend pokern und hätte das Gewicht, aber
Wir pumpen nochmal durch, was auch nicht schlecht ist, weil dann die Kohlenhydrate noch besser ankommen im Muskel. Das Training wird auch witzig aussehen. Es wird eigentlich eher mehr so ein Rausschwitz-Cardio, ich bewege mich Training und bin die ganze Zeit am Hin und Her switchen. Ich habe mir schon einen Plan überlegt, ich werde Supersätze machen, also Brustdrücken, Bizep, Trizep, Schulter, hintere, also so, ja, wie gesagt, nichts Schweres, nichts, also ich habe kein Wasser und keine Nahrung im Körper, da sollte jetzt nichts Verrücktes gemacht werden. Plan habe ich schon bekommen für heute Abend dann. Den Ladeplan? Der hat es auf jeden Fall in sich. Ich habe schon mal reingeguckt, erste Mahlzeit. 200 Gramm Vayu-Reispudding, 40 Gramm Honig und eine Banane. Eine Stunde später gleich das nächste, 200 Gramm Reis. Also ich werde dann bis 0 Uhr circa essen. Das werdet ihr dann aber sehen. 2 Mahlzeiten nehmen wir uns mit, weil ich nach der Abwaage direkt essen muss. Daily und ein halber Liter Wasser kommen auch mit für direkt nach der Abwaage. Dann das Meal, dann das Tanning, dann nochmal ein Meal und dann nach Hause und dann hier essen, chillen. Der Körper muss dann voll gemacht werden. Das ist halt mega interessant oder mega verschickt, weil wir haben nur die Nacht über und morgen stehe ich auf der Bühne. Also theoretisch viel Zeit zum Aufladen bleibt da nicht, deswegen muss die Zeit genutzt werden. Wir haben es bald 1. Um 4 Uhr ist Abwaage oder beginnt das Meeting. Stefan hat gemeint, weil ich 103,1 Kilo hatte, bevor wir von zu Hause losgefahren sind, dass ich vielleicht schon auch eine Mahlzeit vor der Waage kriege. Aber was soll ich denn dann berichten nach dem Training?
So, Pump-Session durch. Gehen wir in die Umkleide, gucken, was Gewicht macht. Gehen noch eine Runde in die Sauna und dann sind wir battle ready. Top. Sauna oder nicht? 103 ist das Limit. Ich gehe auf jeden Fall noch einen Gang. Morgen dachten wir ja noch, wir müssen 2-3 Rundgänge machen. Jetzt mache ich einen wirklich ganz entspannten. Wisst ihr, woran das mich erinnert? Ans allererste Gym, ans Five Fitness Center in Wetzgau, Rehnenhof 2,7, meine Hut, wo ich herkomme, Schwäbisch Gmünd, Süddeutschland. Und da sind wir nach dem Training immer mit Giena, einem Ruski, in die Sauna. Und er hat dann richtig eingeheizt und das ist gerade Nostalgie, wisst ihr. Und in weiterer Folge erinnert mich das an meine Sportstudentenzeit in Stuttgart, als ich dort in der Sauna als Aufgussmeister gearbeitet habe. Und jetzt hier, ein paar Jahre später, kämpft man an der Spitze vom Olympia mit und sitzt aber immer noch in der Sauna. Das ist eine schöne Erinnerung, schöne Gedanken, die man hat. Und ja, so ein bisschen schwitze ich noch, aber jetzt nicht arg viel. Hauptgrund ist auch einfach, ich packe ja auch den Schwabe aus und will mich noch abduschen. Aber jetzt seht ihr, das Wasser sollte jetzt auf jeden Fall gut raus sein. Man spürt es auch in meinen Fingern. Und höchstwahrscheinlich, wenn wir nach Hause kommen, gibt es auch schon ein bisschen was zu futtern. Dann sind wir gut in der Zeit. Dann kann ich mich ein bisschen ready machen. Auch mal ein bisschen rausputzen, nachdem ich den Bart heute Morgen schon rasiert habe. Und ja, kann dann die Meals auch ready machen für nach der Abwaage. Und dann heißt es Pro-Meeting. Und dann essen, Farbe drauf, trocknen lassen und enjoyen. Flasche Woody holen, Kinder nicht zu Hause nachmachen. Ich bin kein Fan von Alk, aber heute darf der sich mal reingelassen werden und gucken, was das Ganze dann noch ausmacht am Look. Wird ein spannender Abend, wird noch ein spannender restlicher Tag. Bleibt dran, wir sehen uns gleich. Das ist schon ganz cool mit der Farbe. Junge. Hallo. Jetzt gucken wir mal daheim, was seine Autofahrt ausgemacht hat. Dann war ich jetzt noch ganz kurz Pipi gehe und dann gibt es 50 Gramm Whey und 30 Gramm Mandelmus zu einem Pudding gemacht. Bis gleich. – 200 Gramm Reispudding, 1 Gramm Salz, da hinten sind 200 Gramm Reis in der Mikro, Banane gibt es dazu, Zimtteppich natürlich, Honig. In den ersten Mahlzeiten gucken wir, dass wir die Fette noch ein bisschen weglassen und schauen, dass wir dann dem Körper erstmal schnelle Carbs zufügen, dass die direkt ins System gehen. Auch am Ladetag, 365 Tage, gibt es mein Lieblings-ESN-Sub, das Daily ins System. Gerade beim Aufladen ist es geil, denn wir haben Glutamin drin, wir haben Kollagen drin, auch wichtig. Und Kollagen und Glutamin sorgen für sehr, sehr gute Verdauung. Und Verdauung ist jetzt, gerade wenn wir nur ein kurzes Ladefenster haben, das A und O. Und wir haben natürlich Kreatin drin, deswegen sehr, sehr geil. Kreatin füllt den Muskel dann nochmal extra. Und zwar intrazellulär, also ihr zieht Wasser im Muskel und der sieht dann noch prall aus.
Und das Ding schmeckt auch einfach brutal. Ich sag's euch, wie es ist. Wir haben doch im zweiten Meal schon ein bisschen Almond Butter. 10 Gramm. Lass es doch einfach mal unkommentiert. Mann! I saw the Texas flag. How you doing? Welcome, bro. Yeah. Welcome. You ready? Yeah. Chicken's right through here. We'll start in a minute when Tyler gets there. Thank you. Hey, What's up, man? Yeah. how you doing? Hey. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you guys. Hey, how you doing? Yo. How are you, brother? Good to see you. What's up, bro? Wir sind angekommen in der Venue mit den Athleten hier, sitzen dran. Wir machen jetzt die Abfrage. Classic Physique Pros and Figure Pros. Give yourself a round of applause for being here at the 2023 IFBB Texas State. Number 6, Abdul. 7, Earth. 11 and a quarter. You ready? Yeah. Get it up. 5'11 and a quarter. What was it, Earth? 5'11 and a quarter. 223. 224.3. Yeah. All right. Good luck, brother. Good to see you. Thank you. Mehdi. Number 9, Robert. Thank you. I have been a fan of yours for several years now. Thank you. Yeah, so Excited I'm for the honored. show. I'm honored. Thank you. Such an honor. Hey, Thank you so great much job for of coming, you man. guys. When we saw your name, we were like, Yeah. yes, we're big fans of yours. I We love all the athletes. the I love. had dinner That's with good. Tiger last Yeah. year after the Olympics, and I told him, I'm like, I really like that. Yeah. It's No, like I a hear you. classic look, you know? But yeah, we're This is happy. for you, Thank you. for your plus one. Thank you. Thank Awesome. you guys. Hey, See you thank tomorrow. you. Get some rest. See you. Thank you guys. So, Markus, wir sind safe. Eingecheckt sind wir. Goodies haben wir. Die kommt direkt in die Tasche, weil die wird nicht verlegt. Heute nicht. Was hast du, die 7? Ja, ey, und ich sag's euch, ich sag zu ihr noch, meine Glückszahlen sind ja die 13 und die 7. Hatte ich einfach beim Olympia die 13 und jetzt die 7. Das ist so unfassbar, das sind beides meine Lieblingszahlen. First things first. Der erste Schluck, solides Wasser heute. 13, Bo. Ich sag's euch, das ist die Sahara, die beflutet wird. Oh, 25. How about you? 53. Come on. Shut up, bro. Hey, Freddie, take this picture. No way, this guy is 53. What? 50? Yeah, 53. No, you so don't. when y'all see me on stage, man, don't laugh. You're joking, brother. Don't laugh. Oh, put it on. I got you. That's why it's 53. Yeah. That's what I wanted to say, bro. Thank you. Where's the Shout that shit. Nokia? Yeah, of course, brother. That's the man when it's coming to Texas. This is the man. Bro, No, but he doesn't matter. very, very good. I saw the podcast you did. Yeah, bro. Awesome. This guy's putting in some work on the other side. You know, we athletes also training hard, doing the stuff. But this guy is
setting up great shows. The day he steps on the Texas Pro stage, I did my job. I told you last year. I know. I'm gonna be in it, but my man. Hey, Good luck, bro. Thank you. Well done. Yeah. Good job last week. Thank you. You did great. I love the routine. Congratulations. Thank you. Ich habe mich leichter eingewogen als zum Olympia. Aber ja, selbst beim Olympia hat es easy jetzt dann hingehauen. Interessanter Journey mit dem Gewicht machen heute. Ich hoffe, euch war es ein Einblick in den mal etwas anderen Ablauf. Ich finde es richtig geil, jetzt im Nachhinein betrachtet, das euch gezeigt zu haben. So. Weil es halt nicht Standard ist und viele Athleten den ganzen Prozess nicht zeigen. Hier kann man sich noch vielleicht kann er meine Schuhe reparieren. Ich will ja nicht die Hoffnung nehmen, weil ich glaube, bei den Schuhen ist... Schnauze, Junge, die halten noch lang durch. Jetzt geht's noch ab zum Tanning, dann nach Hause, aber vorher esse ich noch. Starten wir die Carb-Up-Party. Es wird eine carbreiche Nacht und eine alkreiche Nacht. Oh, that's so cool. How you doing, boss? Nice to meet you. Hey, I'll give you one. You know. Hey, can you give me one? Yeah, sure. All right. Hey, appreciate it, man. One more, bro. Appreciate you, man. You're good, man. 1, 2, 3. Got it. Awesome. I just talked to Scott. He's waiting for you down. Nice. Immer wieder lustig und auch schön, Menschen zu begegnen mit derselben Leidenschaft. Ich weiß nicht, wo unser Auto steht. Das ist schwierig zu finden. Hey, ich hab richtig gut eingefahren. Ist gar nicht so die Texas Heat, von der wir alle immer so sprechen. Aber ist cool, wir akklimatisieren uns schon auf Deutschland. Deutschland, Deutschland. 4 Wochen waren wir jetzt weg, ne? Hey, brother, how are you, man? Doing all right? Long time no see you, dude. Yeah. Come on in. Hey, guys, come on in. Man, how are you? Good to see you. Good to see you. Still got a little bit of tan. Yep, I put the moisturizer with me, so maybe we... Good, absolutely. We'll lather it up, man. Get you right, dude. Yeah, I try to keep it like, I just have like these areas and... Okay, gotcha, dude. I tried my best and okay, a little bit on the abs, you know, but I think yeah, we'll loosen you up and get you right, man. Cool. Perfect. Well, come on back, man. Let's get moisturizer. Smoke out, bro. Get you looking right. It's a little time to relax, huh? Yeah. Been go. Stay in it. Olympia. Yeah, why not? Staying in the flow. How is the stage tomorrow? You saw it? I've not seen it, but we do know the promoter very well. Okay, because of the lighting and the darkness of this, the color, exactly. What would you recommend? Yeah, we know Bernadette for many years. We used to do her show in Corpus Christi when it was only amateurs. She usually does a really good job with lighting. Okay. And she's picked up Battle Up Production Media. Yeah. Freddie. Yeah, Freddie. So her lighting has gotten way better. Okay. We'll hit it with that 50-50. Yeah. And it'll give you that cover up. Got the regular color. I should be backstage around 11, so what time you would say I'm gonna... Whenever you want, brother. I'll be here as early as 6 a.m. Yeah, okay. So whenever you want to come see me, I got you. I'll be here for you, man. Chef überwacht hier. Perfect, brother. You're not gonna have any problems. It looks so good. Wait until tomorrow. It's completely covered. Yeah, wait till tomorrow. It's gonna we got you good, bro. Thanks for your patience, man. We had to get that. Yeah, lots of moisturizer. I'm happy you're here, bro. This time it should dry in very fast.
because my probably super dry, dude. So it's gonna like and my skin is like dry. Since I had the last coat on, yeah, the color makes my skin even drier. Yeah, dude. Ellie put on like the whole moisturizing thing, and it was soaked in. Yeah, I had it soaked in 20 fucking seconds. One coat, 50-50 in the morning. Yeah, tomorrow I'm gonna do one more LSR. So we did 2 coats LSR. We'll do one more LSR in the morning for color. Yeah. And then the 50-50 blend, just to. This will be good, but I want to make sure it's completely gone. So the 50-50 blend will cover that and make it perfect. You think with 4 coats it's not too dark? I think it'll be good. I'll be real liberal with that last coat. Okay. Because I don't want you flat black. You know what I mean? When you get that flattiness. So it's that fine line, and you know this. It's that fine line of being dark. And the first Olympia, I was too dark. Oh, it got flat. Yeah. So. In the finals. Yeah. The prejudging it was perfect, so that's why I asked about the light. When it's really bright, then it's good to know that. So when we go to shows, that's you, right? If I don't know the promoter, that's what I'll do. I'll go to the stage and I'll see what lights they're using. Yeah. Because like I said, we like those Lico lights because they're a little bit softer. The LED bulbs are too bright, has that blue hue. Yeah. So when you tell me it's fine, like it's good. Yeah, Battle Up, they do a great job, man. It's phenomenal. Yeah, I mean, when you say 2 more coats, then we go for 2 more coats. Okay. Yeah, we'll make it perfect, bro. I've been doing this for if not, a long time. If I'm too dark tomorrow, he's to blame. It's Courtney. Yeah. It's Courtney. My name's Courtney. Just hiding. Yeah. Bro, perfect, man. Yeah. LSR never disappoints, so that's why I love this company. I love like how familiar everything is, and yeah, I'm loyal and I keep with them hopefully until the end of my career. So from the start on, this guy got me tanned here. Hi, what's up, Courtney? How are you, baby? I just wanted to make sure you don't get jealous and. Yeah. Oh. Wow. Gigantic. You need to bring him over next week. No, but back to business. What would you say? We are not sure about we're doing a full 50-50 tomorrow or a base coat you can show her. Hey Courtney, this is where we're at. This is we've moisturized the hell out of them. Tomorrow, like I said, you mentioned 1 coat LSR and 50-50, but I guess the concern is being too dark. There's a little bit of splotchiness left from dry skin, but I think the 50-50 will fill that in as well too. So. How about you? Feeling good? You're excited for next week? It's gonna be a party! Ja, mit der Chefin hier auf der anderen Seite. Sie wird auch in Prag am Start sein, also wenn ihr Courtney seht, geht mal zu ihr her und sagt einfach, hey, du bist your worldwide famous tanning lady. Ich glaube, die wird sich freuen. Tanning Queen. Ja, you're the tanning queen, ja. Courtney the tanning queen, geht mal zu ihr her. Vielleicht bringt ihr da auch was mit. Lasst ihr uns mal mit unserer deutschen Gastfreundschaft in Prag empfangen. Wichtig, bringt die Vuvuzelas mit. Gott, nein. Ohne Scheiß. Diese Sprühtröten. Und benutzt die den Abend nicht. Und wenn ich rauskomme für die Präsentation, also nicht die Kür, weil sonst hört man nichts, aber vor der Kür, nach der Kür und wenn ich meine 45 Sekunden Präsentation mache, dann muss da Ausnahmezustand herrschen. Das würde ich mir wünschen so. Wir sind zwar nicht direkt in Deutschland, aber ich glaube viele Deutsche sind am Start und deswegen ganz wichtige Message. Jetzt lassen wir das Ding hier noch eintrocknen. That was unfortunate last year, man. We tried to sneak it in this year, but too many shows. But yeah, we went last year. We had another show in Orlando. It was some small show, but the next stop is the liquor store. We need some vodka for tonight. Hey. Trying out some vodka shots tonight. Yeah, man. Oh man, that's like Ronnie did. God, dude, I told you for a short time I was over in Austria, and we were doing some training over there, and we were skiing, and I guess the local tradition is you ski down half the mountain, you stop at a place,
have a couple schnapps. Always, yeah. Oh man, I had schnapps before, but I never had potato schnapps. That's Austria, brother. Oh man, dude. 90% of the people skiing are totally out, and they are hammered, you know. Dude, my buddy was Danish, and he's like, yeah, it's local tradition, man. You don't want to offend the Austrians. I'm like, well, I don't want to do that. So we stopped, and I had schnapps before, but I never had the potato schnapps. Oh man, dude, I was. The rest was history. I had the glue wine, I think it was, the warm wine, because we were there around the holidays. Yeah. Man, I was hammered. I mean, when you imagine on the streets, you need to be like sober to drive a car. Yes. But on the ski piste, everybody can drive drunk and totally wasted. Especially when you had about 10 minutes experience skiing, so I was like, yeah, I'm good. Bro, see you tomorrow. Hey, always a pleasure. Yes, sir. Get some sleep, man. Yeah, and you don't walk too hard. I just seen you, brother. Yeah, absolutely. Scheiße, wie ich dich nerven kann. Oh, Alter. Du bist echt gut geworden. Dankeschön. So sieht die nächste Mahlzeit. Ich meine, ihr kennt die Mahlzeiten schon. Oh mein Gott, da ist ein Reh. Hast du es gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Es war direkt an der Straße. Zwilling. So, angekommen. Wie werde ich da jetzt wohl empfangen, wenn ich da rein spaziere? Sorry? Where do you have the vodka? Next time. Okay, thank you. Ja, meine absolut. Ich kenne mich zwar überhaupt nicht aus. Den gab es immer früher hier in den Clubs. Hey, lass uns durch Sky Wodka holen, saufen Männer. Und ganz früher, was gab's da, Alter? Ja, hier Grey Goose holen. Eigentlich müssen wir so einen verdammt teuren holen. Sherlock. Das sind halt 750 Milliliter, ich brauche nicht so viel. Schatzi, trinkst du einen mit? Guckst du nach deinem Lillet? Alicia trinkt gern Lillet, also wenn ihr deine Freunde machen wollt, bringt Alicia Lillet nach Prag mit. Sie freut sich aber auch über andere Geschenke. Mit was kann man dir ein Geschenk machen? Für Markus müsst ihr Hummus mitnehmen. Oder das? No, I think we go with this one. Okay. Yeah. And blue is my favorite color, so. $12.44. Need a receipt? No thanks. Have a great evening, okay? Y'all have a good night. Yeah. Thank you, you too. Und jetzt erstmal ein Club. Jungs, ich hab Flasche geholt, Alter. Sky Wodka. Lass mal jetzt einen sippen gehen. Nicht Spaß. Aber ja, vielleicht wird der ein oder andere Rave heute noch aufgesucht, wer weiß. Wie gesagt, ich verherrliche keinen Alkohol, nur mal vorweg und mache das jetzt als Mittel zum Zweck. Aber früher, als ich noch jung und etwas unreifer war, bin ich mit meinem ältesten Bruder, wie gesagt, ihr kennt die Storys, auch gut und gern mal freitags nach einem Brust-Bizeps-Pump in den Club gegangen und dann haben wir uns tatsächlich immer beim Rewe Sky Woody geholt und sind dann zum Bahnhof gelaufen, zum Zug und dann in den Club gefahren. Ja, so war das früher, deswegen heute sind wir ja so ein bisschen in der Sauna, habe ich es euch vorher schon kurz erzählt, sind wir ja so auf einem nostalgischen Trip unterwegs. Ich werde vorm Schlafen gehen ja, ein bisschen davon was zu mir führen und wir alle kennen es, wenn ihr mal ordentlich getrunken habt, über den Durst getrunken habt, wacht ihr morgens auf und
wollte erstmal einen halben Ozean aussaufen, weil das ganze Alkohol entwässert natürlich auch. Und ja, wir wollten das einfach mal ausprobieren, um das Wasser noch ein bisschen rauszudrücken. Gleichzeitig, klar, durch das Relaxed werden der alkoholischen Wirkung schläft man besser ein, man schläft besser und ist entspannter, fährt ein bisschen runter so, und dadurch kann sich der Look auch noch positiv verändern. Das Ganze, ja, probieren wir mal die Show aus. Das wollte ich ungern vor dem Olympia probieren, weil ich jetzt nicht weiß, wie ich darauf reagiere. Auch nicht vor einer Arnold Classic oder so, aber für andere Pro-Shows kann man ja sowohl Ladestrategie als auch Entwässerung und alle Kleinigkeiten, Pump ab morgen auch, habe ich mir auch ein paar Sachen schon durch den Kopf gehen lassen, die ich anders machen werde, anders strategisch angehen werde. Was heute den Tag über nicht am Start war, wird jetzt nachgeholt. Eigentlich wäre jetzt schon fast die Zeit, wo ich so mein letztes essen würde und dann pennen gehen würde, aber den Umständen entsprechend wird der Zimtteppich heute mal zur späten Stunde ausgerollt, wo es normal keine Carbs gibt. Ein schönes, das Ding habe ich in Orlando aufgemacht zum Aufladen. Und da ist ungefähr noch so viel drin. Also das Ding kommt nicht mehr leer mit nach Hause. So, nächste Mahlzeit. Der Polacco Cake, kennt ihr ja. Noch nicht. Jetzt gibt's Pre-Bad, dass ich hier nicht noch auslaste. So, das ist cool an Back-to-Back-Shows. Auch wenn es ein Struggle mit dem Gewicht ist. Ich kenne den Ablauf. Ich kann da morgen einfach einen rauszimmern. Es bockt sich. On to the next. On the left, turn right, and the end of the street. Du mal, eine Sache ist noch nicht richtig. Jetzt in Szene gesetzt. Wir haben nochmal Reis, wir haben nochmal Mandelmus, wir haben nochmal Honig, wir haben nochmal Zimt. In dem mir jetzt kein Protein. Im nächsten dann wieder ein bisschen, einfach um die Verdauung nicht zu sehr zu belasten, aber fühlt sich alles doch ziemlich gut an. Das haue ich mir rein. Ich werde auch schon echt müde, sage ich dir. Also so No Carb ist die eine Sache, da bist du aber dann eher so energiegeladen durch halt das Fasten und so. Gut, ohne Wasser auch eher wieder nicht, aber ich muss sagen, heute habe ich so eine Fastenzeit durchlebt, wie es meine muslimischen Brüder und Schwestern auch durchziehen. Das ist echt tough, muss man sagen, aber ich glaube auch da gewöhnt man sich dann. Naja, das schaufel ich mir jetzt rein. Vielleicht passe ich dann schon ein bisschen out, aber wäre auch nicht schlimm. Dann war ich wieder zum nächsten Meal auf. Ich glaube, ich mache es auch eh so. Wenn ich jetzt richtig müde werde, schlafe ich und du wächst mich dann wieder. Leute, das fast letzte Abendmahl steht an. Und wir haben hier, einzigste Änderung, Haferflocken. Die Ballaststoffe regen einfach die Verdauung nochmal an. Das heißt, heute Nacht, wenn ich aufwache, ebenso ist auch super für die Verdauung, das gibt es bei mir jetzt davor. Glutamin. Und zwar mache ich das so, auf alte Manier. Fahre ich hier rein. Das ist halt auch so ein Look für die Götter eigentlich. Merke ich einfach, ist wahnsinnig gut für die Verdauung. Auf Ladetagen mache ich morgens
also in Form vom Daily, und abends zum letzten Meal Glutamin dazu. 10 bis 15 Gramm, zweimal am Tag, wenn ihr Verdauungsprobleme habt. Game Changer, sage ich euch. Das Meal gibt es jetzt auf jeden Fall. Dann chill ich noch ganz kurz und dann schreiten wir zu den harten Geschützen. Dann gibt es nämlich noch einen schönen Cookie, denn gerade ist noch der Reis, wenn ich heute Nacht aufwache. Das ist dann auch das ein Übernachtladen-Schema, wenn ich nachts aufwache, eher aufs Klo gehe. Der Körper wacht ja trotzdem nachts ein paar Mal auf. Ich dann eben aufs Klo gehe, pinkeln oder ja, einfach wach werde. Dann laufe ich in die Küche, esse nochmal und lege mich wieder schlafen. Und so, ja, kann man das ganz gut regeln. In diesem Sinne esse ich mal. Hier gibt es auch den guten alten Whey Pudding noch dazu, auch ein paar Proteine einfach. Und dann sehen wir uns zum letzten Streich wieder. Und bei euch so? Hallo, ich bin Oskar Deschinski, ich bin Profi-Bodybuilder und das ist meine Carb-Load. Ernährung spielt für dich eine wirklich große Rolle? Ich ernähre mich überwiegend gesund, führe viele Mineralstoffe und Vitamine zu mir, habe meine Flüssigkeitszufuhr täglich gedeckt und ernähre mich 100% glutenfrei. Habe ich hier vorhin gelesen. Used with Pacific Minerals. Gluten free. Na dann. So. Der Gerät schläft nie ein. Stark. Der Gerät pfeift rein. Bringt gerade wieder Atomic Vibes und Vibes aus meinem, ja, lass mich 16, 17 gewesen, ja, noch 18, ja, 16, 17 gewesen sein. Mama, es tut mir leid. Die schaut ja immer meine Videos, jetzt habe ich es verkackt. Ja, nur zum Anstoßen, nur zum Anstoßen. Natürlich ein Miracle-Ware Shaker. Digga, will der Kienzel mich verarschen? Hat er gesagt, wie viel? 80. Polacco macht Sonderzuschlag. Digga, das ist eine Viertelflasche Wodka. Ja, der will mich doch verarschen, Digga. Markus, glaubst du denn mal? Ich kann den jetzt auch nicht anrufen, Alter. Ist mitten in der Nacht. Ja, der geht eh nicht ran. Wie viel ist denn das jetzt? Ist das schon 80? Das ist keine Mash mehr, Alter. Das ist die Viertelflasche Wodka. Soll ich mir das einfach reinkippen, Digga? Ey, er ist der Coach. Ich habe das letzte Mal, Grüße an die Jungs und Mädels aus der Kidai-Sportschule. Ich denke oft an euch und habe direkt die Skilager-Vibes drin. Ich habe es ja vorhin im Tanning Boy auch erzählt. Da habe ich das letzte Mal so richtig, das letzte Mal Beefy nochmal richtig Pfötchen gegeben. Und jetzt stehe ich hier 23 und trinke in Texas einen Shot. Ich darf mich jetzt auch nicht drücken, weil ich will jetzt auch pennen gehen. Digga, ich bin ja eigentlich echt keine Pussy. Wenn das Tomek sieht, lacht er mich gerade aus vor der Klotze. Auf einen Zug oder was? Ja. Ah, Digga, scheiß drauf. Für den Sieg morgen. Moin Meister. Bruder, ich habe gerade das Sleep Spray noch gezündet. Puh. Boah, Digga. Aber, wie von Alexandrisch, Aleko, meinem besten Kumpel, der Opa, man möge in Frieden ruhen, schon immer sagte, eine gute Uso nach eine gute Essen, das räumt die Magensuppe auf.
Urso, hat er mich immer genannt. Setz dich, jetzt trinken wir eine Urso und ich erzähle euch was. Oh, Digga, ich habe gerade eine Viertelflasche in mich reingeleert. Gut, klatsch mal das Ding kurz in die Mikro. Schreibt mal in die Comments, kotzt Urso noch. Hey, komm, ganz ehrlich, für deine polnischen Gene ist das doch nix, Mann. Wo du recht hast. Ich darf jetzt eine Nation hier nicht enttäuschen. So. Ja, die sind noch backfest. Digga, es kickt schon ein bisschen, sag ich dir, wie es ist. Es kickt schon so. Es schanzt gerade gut ins System. Sag ich mal, wie es ist. Teller Salz. Das sieht schon mal gut aus, ja. Oh, es riecht auch schon sehr, sehr gut. Boah. Boah. Bora, Bora. Ich fühle mich halt wie auf dem Vasen, wenn du über Rille bist. Dir so einen halben Gockel bestellst und die ist mit diesem Blick so in die Menge. Das hittet auf jeden Fall dezent rein, aber nicht nur in der Birne, sondern Gott sei Dank, guck mal die Wade an. Polska Genetics. Sobald es da reinfliegt, geht auf einmal Super Saiyajin los. Speicher sind auf dem Weg, sich voll zu machen. Ebenso das Polacco voll. Und ebenso gehe ich jetzt besser schlafen. Wenn du auf einmal Brüllen und ein Kotzgeräusch da drin hörst, dann werde ich die Kamera anmachen. Dann schmeiß an der Gerät, dann zeigt man das den Leuten, aber noch ist nicht der Fall und das Einzige, was ich sehe. Das sind dicke Pipelines auf dem Ärmel. Gute Nacht und bis morgen. Dann heißt es nämlich It's Show Day. Texas Massacre. Gute Nacht.